Ich bin immer noch in Delhi. Ich bin keine 2 Minuten draußen und ich schwitze schon so dermaßen. Ich möchte ehrlich zu euch sein. Ich hatte eigentlich niemals geplant, so ein Video zu machen, aber gleichzeitig ist es auch so cool, so ein Video überhaupt machen zu dürfen, beziehungsweise machen zu können. Ich bin jetzt schon insgesamt seit über 7 Monaten unterwegs und ein paar von euch begleiten mich auch schon seit dieser Zeit. Und irgendwann hat es damit angefangen, dass Leute mir Fragen gestellt haben zu meiner Reise und zu all dem, was ich gerade mache. Und Menschen interessieren sich dafür, wie es dazu kam, dass ich jetzt hier bin. Ganz ehrlich, manchmal weiß ich selbst nicht. Und nur zur Info, diese Sonnenbrille trage ich nur, weil es hier einfach so unangenehm ist, auf der Straße zu filmen. Ihr müsst euch das einfach mal so vorstellen. Ich laufe hier mit einer Kamera rum, die fast so viel kostet wie das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Inders. Und da braucht ihr euch jetzt auch nicht zu fragen, Alter, was hat der denn für eine Kamera? Sondern, eigentlich gar nicht so cool, aber das Durchschnittseinkommen eines Inders liegt bei ungefähr 1.500 € im Jahr brutto, was schon echt krass ist. Ich habe mir gedacht, ich laufe einfach mal mit euch zusammen durch die Nachbarschaft hier und beantworte ein paar Fragen zu mir bzw. meiner Reise. Und deswegen würde ich sagen, herzlich willkommen zu meinem ersten Q&A. Warum stelle ich meine Kamera eigentlich auf eine Bank, wenn ich da drauf sitze? Ich habe unter anderem eine coole Liste von einem meiner Zuschauer bekommen. Eduard, falls du das siehst, vielen Dank für diese Fragen. Bevor ich mit der Frage anfange, kurz was zu mir. Ich bin Sofian, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin jetzt bald 28 und ich möchte euch herzlich zu meinem neuen Leben begrüßen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann drückt doch mal auf Abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Fangen wir mit der ersten Frage an, die eigentlich schon die schwerste ist, die man erklären kann eigentlich. Gab es einen primären Auslöser, der dich zu dem Entschluss geleitet hat, die Komfortzone zu verlassen und die Welt zu entdecken? Danke, Eduard, erstmal. Ich verbinde das auch mal mit der Frage vom lieben Nasir, wenn du das siehst. Hey Sofian, mich würde es mal interessieren, was dich dazu angetrieben hat, diese Reise zu starten. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Gründe gibt es ja im Prinzip viele. Aber bei mir war es so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, irgendwie hat in meinem Leben immer so ein bisschen was gefehlt. Ich konnte mir nie richtig erklären, was es war. Es war ja so eine Art generelle Unzufriedenheit, wenn ihr versteht. Es hat nichts mit der Arbeit zu tun gehabt. Ich habe meinen Job geliebt. Eigentlich war auch alles in meinem Leben in Ordnung. Bei mir hat das Ganze angefangen, dass ich darüber nachgedacht habe, mit Work and Travel in Australien anzufangen. Und ich habe zu der Zeit relativ viel recherchiert, wie ich das Ganze machen kann und dann letztendlich wirklich umsetzen kann. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es dann einfach nicht gemacht. Also ich war im Prinzip kurz davor, es dann schon vor 4 Jahren zu machen. Aber ich sag's mal so, ich glaube, ich hatte einfach nicht die Eier dazu. Zu der Zeit hat es dann auch wirklich angefangen, dass es in meinem Job relativ gut lief. Und ich glaube, ich habe mir einfach gedacht, ich sollte mir erstmal eine solide Basis aufbauen, beruflich, in der Karriere, um dann sagen zu können, okay, jetzt bin ich bereit, ich habe alles, was ich brauche und kann dann einfach durchstarten. Dann ist dieser Gedanke für eine Zeit erstmal verschwunden, aber immer mal wieder so in Schritten aufgetaucht. Wenn man mal einen schlechten Tag hatte, man kennt es und sich denkt so, boah, scheiße, wie wäre es jetzt einfach mal abzuhauen. Das Ganze ging im Prinzip dann, ja, fast 4 Jahre so. Der eigentliche Auslöser, warum das passiert ist eigentlich eine lustige Story. Ich war kurz davor, meine ganzen Ersparnisse für eine richtig geile Wohnung aufzugeben. Hätte bedeutet, geile Wohnung, ich hätte mir alles komplett neu eingerichtet und ich hätte meine kompletten Ersparnisse in diese Wohnung gesteckt. Und ich habe auch den Vertrag schon alles unterschrieben und war eigentlich auch schon so gut wie dabei einzuziehen. Und aus irgendeinem Grund, also für mich war das wie so eine Art Schicksal, habe ich einen Anruf bekommen und mir wurde gesagt, dass diese Wohnung einen Wasserschaden hat und man mir nicht sagen könnte, wann ich denn letztendlich in diese Wohnung einziehen könnte. Es war 2 Tage vor der Schlüsselübergabe. Das Ganze hat mich so sauer gemacht, dass dann irgendwie alles zusammenkam. Ich war relativ frustriert und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht und ich habe mir gedacht, was zum Teufel mache ich gerade? Ich bin kurz davor, mein ganzes Geld in eine Sache zu investieren, die mich vielleicht für 2-3 Monate glücklich macht. Also ich hätte dann im Prinzip alles, ich hätte eine geile Wohnung, aber wie Menschen nun mal so sind, ich glaube, da wird mich jeder verstehen, egal wie neu die Sachen sind und wie cool die Sachen sind, man gewöhnt sich einfach daran. Und das hat mich dann dazu geführt, zu sagen, okay, ich möchte nicht ein Gefühl erzeugen, was irgendwann aufhört, sondern ich möchte etwas haben, was mich lange begleitet und was mich dann einfach auf lange Zeit glücklich macht. Und innerhalb von diesen wenigen Tagen hat sich dann auf einmal alles vermischt. All das, was ich dann in diesem Zeitraum gemacht habe, hat für mich gar keinen Sinn mehr ergeben. Und der Gedanke, dann wirklich auf Weltreise zu gehen, ist dann immer größer geworden. Also ich saß dann da mit dem Vertrag. Innerhalb von 1-2 Wochen habe ich dann den Vertrag gekündigt, ich habe meinen Job gekündigt und dann stand fest, ich werde verreisen. Um das Ganze zusammenzufassen, der Gedanke hat mich viele Jahre begleitet. Es hat sich immer weiter aufgebaut und ich habe immer mehr darüber nachgedacht.
Und der Auslöser war im Prinzip ein Wasserschaden. Vielen Dank an diesen Wasserschaden, du hast mein Leben verändert und es war die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte. Ein interessanter Punkt bei dieser Frage ist das ganze Thema Komfortzone. Habe ich denn genug Geld? Wie sieht das Ganze nach der Weltreise aus? Also was passiert, wenn ich wieder zurückkomme? Bin ich überhaupt der Typ dafür, eine Weltreise zu machen? Vor allem dann noch alleine. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt oder wissen möchtet, wie es denn bei mir war, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare und ich kann auf dieses Thema Komfortzone beim nächsten Mal auch gerne eingehen. Also wenn ihr Fragen an mich habt, egal wozu, ob es jetzt über mich ist oder über meine Reise oder das Land, wo ich gerade bin, stellt sie mir einfach. Und wenn genug Fragen da sind, dann mache ich vielleicht einen zweiten Teil daraus. Hast du deinen Job gekündigt oder einen bezahlten Urlaub genommen? Und welchen Beruf hast du ausgeübt? Kurz und knapp, ja, ich habe meinen Job gekündigt und ich habe als Account- bzw. Projektmanager in einer Agentur gearbeitet. Hast du in Deutschland einen Wohnsitz oder hast du alles aufgegeben? Ich habe in Deutschland keinen Wohnsitz mehr. Ich habe mich offiziell aus Deutschland abgemeldet und ja, alles aufgegeben. Mega, Hammer, grandios, traumhaft, wunderbar, fantastisch, geil. Danke. Das war keine Frage. Marie oder Mary, ich habe dir schon gesagt, wenn ich könnte, würde ich für Kommentare Preise verleihen. Ich pack's einfach mit ins Video. Dankeschön. Ich wurde kurz angehalten, um die Leute hier mit ins Video zu nehmen. Bye, Boss. Say hello. 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 Bye, bye. Wie hast du angefangen? Hast du wahllos einen Ort mit einem Hostel bestellt oder hast du einfach auf Empfehlung gebucht? Da kann ich gerne auf mein erstes Video verweisen, das ich in Thailand gemacht habe. Kurz und knapp, ich habe meinen eigentlichen Flug circa 2 Wochen vor meiner Weltreise gebucht. Nein, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo ich die erste Nacht schlafen sollte. Und mehr in meinem ersten Video. Zieht euch das rein. Haben dich deine Familie und Bekannten bei deinem Vorhaben unterstützt oder wollten sie dir eher davon abraten? Ich meine, man kennt's ja. Die Mutter, nein, geh nicht! Mama, wenn du das siehst, natürlich hat sich meine Mutter Sorgen gemacht und hat sich erstmal gefragt, wie ich überhaupt auf diese Idee kam. Aber nach ein bisschen Rumgeheule hat sie mich natürlich unterstützt und hat versucht, alle Fragen mit mir zusammen zu beantworten. Alles super. Mein Vater war von der Idee erstmal nicht so begeistert. Er hat die ganz typischen Fragen gestellt, die man so kennt. Was ist denn mit deiner Karriere? Was ist denn mit deiner Rente? Wie sieht das aus mit deinen Versicherungen? Warum machst du das? Du bist ja noch viel zu jung. Aber nach kurzer Zeit war dort auch alles gut und ich habe auch die vollste Unterstützung von meinem Papa. Und der Rest findet das eigentlich mega cool, was ich mache und ja, alles cool. Die nächsten beiden Fragen würde ich gerne miteinander verbinden. Hattest du auf deiner Reise negative Erlebnisse erlebt, die dich fast zum Aufgeben gezwungen haben? Und die nächste Frage ist, wurdest du schon mal bestohlen? Ja, Freunde, da würde ich euch bitten, falls ihr es noch nicht gesehen habt, euch mein letztes Video aus Delhi anzuschauen. Ich verlinke es nochmal unten in der Beschreibung oder ihr seht es hier oben nochmal eingeblendet. Das war schon einer meiner Tiefpunkte bei der Reise. Sowas wünsche ich keinem. Das erste Mal, wo ich dieses Gefühl so ein klein wenig hatte, war in Myanmar. Das war aber eine Erfahrung, die jeder Reisende mal macht. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung in Myanmar und dort war ich ungefähr 2,5 Tage so gut wie tot. Dazu gibt es auch ein Video. Schaut euch gerne einfach meine Serie aus Myanmar an. Aber ansonsten habe ich eigentlich noch nichts erlebt, was wirklich so negativ war, dass ich diese Reise abbrechen wollte. Die nächsten 2 Fragen würde ich auch gerne miteinander verbinden. Und zwar wie lange und wie viel Geld hast du gespart? Und verdienst du auf deinen Reisen nebenbei Geld? Oder nimmst du alles von deinen Ersparnissen? Oh, die Hunde kommen. Ich suche mir mal eine andere Stelle, um diese Frage zu beantworten. Also, wie jeder normale Mensch auch, habe ich natürlich gearbeitet. Ich habe mir mein Geld über die letzten 8 bis 10 Jahre circa zusammengespart. Ich war schon immer so der Typ, der sehr auf sein Geld geachtet hat. Klar, ich habe mal Geld für irgendwelche unnötigen Sachen ausgegeben. Aber ich habe mich in vielen Sachen auch einfach zweimal gefragt, ob ich das jetzt wirklich brauche oder ob ich es nicht in Zukunft für irgendwas Besseres verwenden könnte. Ich wusste zwar nie für was, jetzt weiß ich's. Also sofern in der Vergangenheit, good job. Wie viel es letztendlich geworden ist, da möchte ich... Das ist schon sehr privat. Da möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Was ich euch sagen kann ist, dass es im unteren 5-stelligen Bereich ist. Ich aber von diesen Ersparnissen auch etwas ins Equipment investiert habe. Vielleicht kann ich das ja mal in Zukunft preisgeben, wenn wir uns ein bisschen besser kennengelernt haben. Ich glaube, es ist jetzt einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Es liegt nicht an euch, es liegt an mir, oder? Ich bin einfach nicht bereit dafür. Ich versuche es doch so offen und ehrlich mit euch zu sein, wie es nur geht.
Um den letzten Teil der Frage zu beantworten, ob ich denn noch nebenbei Geld verdiene beim Reisen. Nein, ich verdiene aktuell nichts nebenbei. Ich reise ausschließlich von meinen Ersparnissen. Ich glaube, dass es in Zukunft auch sehr stark auf das Land ankommt, ob ich nebenbei arbeiten muss oder nicht. Da es auch Länder bzw. Kontinente gibt, wo man wesentlich mehr ausgibt täglich, als jetzt in Asien zum Beispiel. Ich bin mittlerweile schon wieder in meinem Hostel angekommen und hier stehen auch schon ein paar Leute. You wanna say something to the camera? I love you, bro. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage für das heutige Video. Hast du dir das Bearbeiten von Videos selbst beigebracht? Ja, ich habe mir das alles selbst beigebracht. Ich habe vor ungefähr 4-5 Jahren mal damit angefangen. Ja, habe das nicht immer regelmäßig gemacht, immer mal wieder am Wochenende, wenn ich Zeit hatte nach der Arbeit. Und ja, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Zeit, mich dem Ganzen in vollen Zügen zu widmen. Und damit... Too many people! Und damit würde ich sagen, beende ich das Video auch für heute. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mich bei meinem Spaziergang zu begleiten. Wie gesagt, schreibt alle eure Fragen in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall mal einen zweiten Teil machen. Auch wenn ich ein bisschen mehr ins Detail gehen soll, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch... Lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Eine letzte Sache noch. Ich habe meinen Reisepass wieder. Das heißt, sehr bald kann es für mich auch weitergehen. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, schaut gerne im letzten Video vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schöne Grüße aus Delhi. Peace.